Habt ihr Lust auf leckere und gesunde Pflanzenmilch? Dann seid ihr heute hier genau richtig. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch, wie ihr selber Pflanzenmilch, genauer gesagt Hafermilch und Mandelmilch herstellen könnt. Natürlich nehmen wir heute wieder die Milchmaschine in Betrieb. Und wenn die Frage kommt, warum die pflanzliche Milch selbst herstellen, ganz einfach. Es ist frischer, es ist ohne Zusatzstoffe und natürlich günstiger wie die gekaufte Pflanzenmilch. Man kann sie zum Kaffee nehmen, zum Backen, auch in Müsli benutzen. Auch die Reste werden verwertet, also das ist das perfekte Rezept. Wir legen jetzt sofort los. Für die gesunden Getränke brauchen wir folgende Zutaten. Das sind dann die Grundzutaten sozusagen. Man kann optional auch viele andere Zutaten dazu geben, das was man mag, was man dann zu Hause hat und was man präferiert. Ich habe dafür Haferflocken. Für die Süße habe ich Datteln, man kann aber auch optional Ahornsirup nehmen. Dann habe ich Mandeln. Die Mandeln, wie man sieht, sind im Wasser. Ich habe die über die Nacht im Wasser einweichen lassen, sodass die Milch dann cremiger wird. Dann brauchen wir noch eine Prise Salz und Wasser. Ja, und jetzt kommt dann die Milchmaschine im Einsatz. Ich werde mit der Zubereitung von Mandelmilch anfangen. Und dafür werde ich dann die eingeweichte Mandel durch den Sieb abgießen, nachher in den Behälter von der Milch abfüllen. Dann gebe ich eine Dattel dazu, sie ist schon entkernt. Nun wird der Filterbehälter an dem Deckel festgemacht. Jetzt müssen wir hin und her vorsichtig schütteln, dass das Messer bis unten durchkommt. Dann festdrehen. So, jetzt ist fest. Die Milch wird jetzt angeschlossen. Wir brauchen das Wasser in den Behälter. Immer darauf achten, da ist die Minimal- und die Maximallinie, bis wo das Wasser rein darf. Dann gebe ich eine Prise Salz dazu. Jetzt kommt nur noch der Deckel mit dem Filterbehälter drauf, richtig fest zu machen. Dann drücken wir Move-Taste, bis die Nattmilch-Taste rot blinkt. Ja, und dann drücken wir Start. Man muss nichts anderes machen, man wartet, bis die Maschine dann fertig ist. Sie dreht 3 Runden und insgesamt 1 Minute. Und dann ist die Milch fertig. Gucken wir jetzt rein, seid gespannt. Wow. Einfach nur genial, wunderbar. Dann kommt das in meinen Behälter. Hier. Die Maschine ist wunderbar. Sie mixt, aber sie filtriert auch gleichzeitig, sodass man sofort saubere Milch hat. So, da sind die Reste. Wir haben hier eine wunderbare Mischung für Müsli zum Backen, aber auch so kann man schön wunderbar essen. Ihr könnt die Mandelmilch von dem Behälter direkt in eine Glasflasche abfüllen und dann im Kühlschrank kalt stellen. Es hält bis zu 5 Tage. Und ich möchte natürlich auch die Milch probieren.
Das ist ein Genuss. Auch hier bei der Hafermilch ist die Prozedere die gleiche. Ich habe hier allerdings einen Tipp für euch. Wenn ihr die Hafermilch nicht so schleimig haben möchtet, dann einfach kurz unter kaltem Wasser abspülen. Ich werde das nicht machen, weil ich mag die Hafermilch so ein bisschen schleimig. Okay, nun geben wir die Haferflocken und die Datteln in den Filterbehälter. Ein paar gehen immer daneben. Dann die entkernte Dattel. Das Messer befestigen. Das Wasser zufügen. Eine Prise Salz. Ja, und wie gehabt. Mode-Taste drücken. Nutmilk-Taste blinkt, dann starten. Wow! Die gleiche Begeisterung wie vorhin bei der Mandelmilch. Einfach nur genial. Muss man so ein bisschen abtropfen lassen. Achso, übrigens, ich habe auch ein Video gedreht über die Milky. Ich habe sie getestet und wenn ihr Interesse habt, dann guckt rein. Ich werde es für euch hier verlinken. Das ist eine super Maschine, die man dann zu Hause haben möchte. So, dann füllen wir das sofort in eine Flasche ab. Und aus diesem Mandel- und Hafertrester werde ich etwas Leckeres und Gesundes zaubern. Also seid gespannt. Und das war's auch schon, ihr Lieben. Sehr schnell gemacht, lecker, gesund, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Was will man mehr? Das ist das perfekte Rezept für pflanzliche Milch. Die Milch im Kühlschrank kalt stellen und dann hat man 3 bis 5 Tage Zeit, sie zu genießen. Vor dem Gebrauch gut schütteln. Ich weiß jetzt noch, rechts ist die Mandelmilch, links hier von mir ist die Hafermilch. Ein bisschen Unterschied von Farbe her. Ja, aber beide schmecken gut und die sind wunderbar. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Über eure Kommentare und Likes würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir in den Kommentaren, welche von diesen 2 Milcharten euer Liebling ist, welche ihr am besten mögt. Oder vielleicht auch andere pflanzliche Milch, die ihr dann favorisiert. Ich würde mich sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.